Hallo meine lieben Freunde von altem Lego. In der 4. Folge unserer Star Wars Serie kommen wir heute zur Episode 2. Mit dem Angriff der Klonkrieger beginnen in der Star Wars Welt die 3-jährigen Klonkriege der Jedis gegen die Droidenarmee der Separatisten. Zwischen Lucasfilm und Lego gab es eine enge Zusammenarbeit. Lego hatte im Januar 2002 schon alle neuen Sets der Episode 2 im Katalog und am 23. April 2002 waren sie schon im Verkauf. Die Lego-Sets zeigten damit eigentlich schon eine Vorschau auf Schlüsselszenen aus dem Film, schon Monate bevor er am 16. Mai 2012 ins Kino gekommen ist. Im zweiten Jahr, im Januar 2003, gab es dann noch 2 weitere Sets zur Schlacht auf Geonosis. Alle Sets waren damals noch mit den alten gelben Minifigurenköpfen und den altgrauen Steinen. Deshalb ist man bei einheitlichen Dioramen auf neuere Sets aus der zweiten großen Welle von 2013 angewiesen. Die Handlung spielt auf 5 verschiedenen Planeten. Auf dem galaktischen Hauptstadtplaneten Coruscant, Naboo und Tatooine kennen wir schon, neu ist der versteckte Wasserplanet Kamino und der Angriff der Klonkrieger erfolgt am Planeten Geonosis. Wir schauen uns heute gemeinsam an, wie man sich die Gebäude, Raumschiffe und Figuren für die verschiedenen Schauplätze zusammenstellen kann. Die Episode 2 spielt 10 Jahre nach der Episode 1. Aus dem kleinen 9-jährigen Anakin Skywalker ist der 19-jährige Padawan-Schüler herangewachsen. Der Jedi-Meister Obi-Wan Kenobi bildet ihn aus. Der Jedi-Tempel ist eines der 3 wichtigsten Gebäude vom Hauptstadtplaneten Coruscant. Bei Lego gibt es als einzigen Jedi-Tempel das 4-Plus-Set 75358 von 2023 von einem anderen Planeten namens Tenno aus der Animationskinderserie der jungen Jedi. Den richtigen Jedi-Tempel von Coruscant muss man sich selbst als Mock nachbauen. Ich bevorzuge einfache Baulösungen mit einer möglichst kompakten Bauweise, die hinten offen sind im Puppenhausstil, damit man die Minifiguren gut unterbringen kann und die Modelle auf beiden Seiten ausstellen kann. Im Obergeschoss des Tempels könnte man den Rat der Jedi unterbringen, im Erdgeschoss hat das Ausbildungszentrum für die jungen Jedi-Schüler und das Jedi-Archiv Platz. Bei der Außenansicht ist es wichtig, dass man einen großen Eingang im Minifigurenmaßstab baut. Der Ritterorden der Jedi ist der Wächter des Friedens und der Gerechtigkeit in der Galaktischen Republik. Die Jedi-Ritter sind mit Laserschwertern bewaffnet und setzen die telekinetische Kraft der Macht ein. Zum Hohen Rat gehört der Großmeister Yoda mit vielen wichtigen Auftritten in der Prequel-Trilogie. Mace Windu mit seinem lila Lichtschwert, Agen Kola, der zabrakische Meister aus dem Set zu Palpatines Verhaftung, Stas Ally, eine totolianische Jedi-Heilerin, Kit Fisto, der grüne Nautolaner mit Tentakelkopf, war 2007 die erste Minifigur mit einem eigens geformten Kopfteil aus Gummi, mehrfarbig bedruckt mit schwarzen Augen und braunen Haarbändern und mit vielen biegsamen Tentakeln, die vom Kopf bis an die Füße reichen. Dann haben wir Luminara Unduli, eine der respektiertesten und diszipliniertesten Jedi-Meisterinnen der Prequel-Ära. Quinlan Voss mit seinem Hobbit-Haarteil, der in Objekten gespeicherte Erinnerungen lesen kann, Coleman Trebor, der vogelähnliche Wurk-Jedi aus der Arena von Geonosis,
Ivan Biel, der kleinwüchsige, mürrische und streitlustige lannikische Jedi, Shakti, die feinfühlige Togruta-Meisterin, bildete die Klone auf Kamino aus, Ki-Adi-Mundi mit seinem verlängerten Cerean-Schädel, Stacy Tin, der iktotanische telepathische Pilot, Ayla Secura, die fähige Jedi-Generalin. In den Klonkriegen macht dann Barry Sophie eine besonders komplizierte und tragische Entwicklung durch und Ahsoka Tano ist eine der bedeutendsten und beliebtesten Figuren. Es gibt auch viele namenlose Jedis in den verschiedenen Sets, wie der bekannte Bob aus dem ersten Kanonenboot. Der Rat der Jedi ist schon in der gesamten Prequel-Trilogie ein wichtiger Schauplatz von der Abstimmung über den jungen Anakin Skywalker bis zur Vernichtung der Jedi in der Episode 3. Am Beginn der Episode 2 hat Padme Amidala ihre Amtszeit als Königin von Naboo beendet und kommt als Senatorin in die galaktische Hauptstadt Coruscant, um an der Abstimmung gegen eine neue Armee der Republik teilzunehmen. Die einzige Coruscant-Figur ist aus dem Kanonenboot 75354, erschienen im September 2023. Aus der Clone Wars Zeichentrickserie. Im anderen Kanonenboot 75021 vom Juni 2013 gibt es die zweite einzigartige und legendäre Figur von Padme Amidala im zerrissenen weißen Kleid aus der Geonosis Arena. Diese ikonische Figur ist extrem beliebt und exklusiv in diesem Set. Padme Amidala wird das Ziel von Anschlägen, Obi-Wan und Anakin werden zu ihrem Schutz abgestellt. Als einziges offizielles Lego-Set zu diesem ersten Teil des Films gibt es die Kopfgeldjäger-Verfolgungsjagd 7133 aus 259 Teilen. Darunter 13 exklusiv bedruckte Teile. Im Set ist die einzigartige gelbköpfige Minifigur der Gestaltenwandlerin Zam Wesell dabei. Die Kopfgeldjägerin hat einen seltenen Wendekopf. Eine Seite zeigt ihr menschliches Gesicht, die andere Seite ihr wahres reptilienartiges Aussehen als Formenwandlerin. Beim Set sind 2 Speeder für die spektakuläre Verfolgungsjagd in den Häuserschluchten von Coruscant dabei. Zam Wessells einsitziger Koro 2 Airspeeder ist ein grüner Kopfgeldjägergleiter mit einem Cockpit. Er hat eine mechanische Explosionsfunktion. Zieht man an den transparenten Heckteilen, lösen sich über Gummibänder die beiden grünen Flügelplatten, um einen Schaden am Schiff zu simulieren. Dann gibt es noch Anakins gelben Airspeeder. Es ist ein schnittiger, offener gelber Gleiter mit 2 Sitzen für die beiden Jedis. Für die Verfolgungsjagd braucht man zumindest ein einziges Hochhaus. In das Dachgeschoss kann man die Penthouse-Wohnung von Senatorin Padme Amidala einrichten, mit gebogenen Fensterfronten aus Paradieserpanelen und mit einem Landeplatz für Anakins Speeder. Im Erdgeschoss könnte man gut Dexter's Diner des Basilisk Dexter Dex Jetsetter unterbringen, in dem Obi-Wan Kenobi den Tipp für den Planeten Kamino bekommt. Das dritte, besonders wichtige Gebäude auf Coruscant ist der Galaktische Senat. Dort haben wir ein architektonisches Problem mit der Lage des Büros vom Kanzler Palpatine. In derselben Episode 3 ist es einmal in den obersten Stockwerken untergebracht, wie in 9526 Palpatines Gefangennahme von 2012. Der Jedi-Gleiter landet auf einer Plattform und beim Fenster springt die Scheibe heraus, durch die Mace Windu in die Tiefe stürzt.
Beim Endkampf gegen Meister Yoda befindet sich dasselbe runde Büro von Palpatine unterhalb des Senatsgebäudes und in der Mitte steht die Hebebühne mit dem Rednerpult, die die Kämpfenden in den Plenarsaal des Senates hinaufhebt. Das ist eine Unstimmigkeit im Film und in einem Diorama muss man wohl das Büro für beide Szenen zweimal bauen. Einmal in einem Hochhaus und ein zweites Mal als kreisrundes Erdgeschoss des Senatsgebäudes. Das Senatsgebäude ist eine pilzförmige Kuppel mit den unzähligen ausfahrbaren Logen für die Abgeordneten, die außerhalb des Gebäudes noch Landeplattformen für ihre Raumschiffe haben. Mit seinem Delta 7 Aethersprite Jedi Starfighter mit Hyperdrive Antriebsring fliegt Obi-Wan Kenobi zum Ozeanplaneten Kamino. Von diesem Raumschiff sind mehrere Sets herausgekommen. Das erste 2002 mit der Nummer 7143, 2010 gab es das Ultimativ Collector Set 10215, 2017 das Set 75191 mit dem ringförmigen Hyperraumeintrieb und 2022 das Set 75333 mit der ersten und einzigen Minifigur der Kaminoanerin Taun W. Eine einzigartige Figur mit der einfachen Kopfform. 2025 ist noch eine zweite Kaminoaner-Figur vom Premierminister Lama Su herausgekommen, in Jango Fett's Raumschiff 75433, mit einer ganz anderen Kopfform mit einem Kamm. 2025 gab es noch als Gratisbeigabe das Kamino Trainingsset 40765, das die Klonausbildungsstätte auf Kamino darstellt. Das Klonvermehrungs- und Ausbildungszentrum in der Stadt Tipoca ist eine künstliche Insel auf Säulen im großen Ozean von Kamino, ähnlich wie die Wolkenstadt. Das Gebäude muss man sich nach eigenen Vorstellungen selbst als Smog bauen. Auf einer Landeplattform steht die Slave 1 von Jango Fett. Der Kopfgeldjäger Jango Fett trägt seine gut bewaffnete Mandalorianer-Rüstung und man sieht in dieser Szene das erste Mal seinen Sohn Boba Fett, der schon ganz selbstsicher das Raumschiff startet, während Jango gegen Obi-Wan kämpft. Jango und Boba Fetts Raumschiff sind bei Lego 9-mal herausgekommen. Das allererste eckige Modell gab es im Jahr 2000 als 7144, 2002 gab es das Set 7153 in den Farben Blau und Weiß, 2006 kam die erste große Überarbeitung 6209 mit deutlich mehr Rundungen, verbessertem Cockpit und Raketenabschussfunktionen. 2010 gab es wieder ein stark verbessertes Modell 8097 und 2019 zum 20-jährigen Jubiläum das Set 75243 mit einem integrierten Tragegriff auf der Rückseite. 2021 gab es ein kompakteres und günstigeres Modell 75312 zum neuen Mandalorianer-Film. Ab diesem Set wird das Raumschiff als Boba Fetts Raumschiff und nicht mehr als Slave One bezeichnet. Im vergangenen Jahr 2025 gab es eine neue, stark detaillierte Neuauflage 75433. Obi-Wan Kenobi verfolgt das Raumschiff durch das Asteroidenfeld bis auf den Planeten Geonosis, wo die Separatisten eine versteckte Droidenfabrik betreiben. In der Zwischenzeit beschützt Obi-Wans Padawan-Schüler Anakin die Senatorin Padme Amidala auf ihrem romantischen Heimatplaneten Naboo. Die beiden machen einen Abstecher nach Tatooine, wo Anakins Mutter von den Sandleuten entführt wurde. Die Taskenräuber hat es in 7 verschiedenen Spielsets gegeben.
Das allererste war das 7113 von 2002 mit Anakin auf seinem Speederbike auf dem Weg zum Sandleute-Lager mit 2 einfach gestalteten Taskenräubern. Diese erste Generation hatte nur einen einfachen, nackten, bedruckten Kopf. Für ein Diorama braucht man aber die neueren Figuren ab 2015, die das erste Mal im 75081 mit dem D16 Skyhopper herausgekommen sind. Die neue Generation der Sandleute hat einen eigens geformten Kopf, wie er noch bis heute verwendet wird. Die Bedruckung war bis 2018 besser, weil am Hals die Atemmaske der Sandleute aufgedruckt war. Bei den neuen Sets ab 2020 haben die Oberkörper nur einen einfachen Brustgurt mit Gürtel. Das neueste Sandleute-Set 75299 ist zum 2. Mandalorianer-Film herausgekommen und enthält das erste Mal eine richtige Sandleute-Hütte, die man für die Szene der Befreiung von Anakins Mutter in Episode 2 gut in jedes Tatooine-Diorama einbauen kann. Auf der Spur von Jango Fett entdeckt Obi-Wan Kenobi auf dem Planeten Geonosis eine geheime Droidenfabrik der Separatisten. Diese werden von Count Dooku bzw. Darth Tyrannus angeführt. Mit vom Spiel ist auch Nute Gunray, der Vizekönig der Handelsföderation, und Jango Fett, der berüchtigte Kopfgeldjäger. Die Einwohner des Planeten Geonosis sind insektenähnliche schwarmbildende Wesen, die in Termitenhügeln wohnen. In der zweiten Welle der Episode 2 im Januar 2003 sind die ersten Figuren mit dem einfach gestalteten Kopf in der alt-dunkelgrauen Farbe herausgekommen. Sie waren beim ersten geonosianischen Starfighter 4478 mit Schallkanone dabei. Der Pilot hat keine Flügel, damit er in das Raumschiff hineinsitzen kann. Der Kämpfer trägt die alten, schmalen, transparent bedruckten Kunststoffflügel. Sie werden in der Mitte einmal gefaltet, dann gebogen und mit 2 Löchern wie ein Mantel auf den Halsstecker geschoben. 2011 wurden die Figuren vollständig erneuert mit einem ganz neuen Kopf und in dunkeltänfarbe, in der Neuauflage des schnittigen geonosianischen Jägers 7959. Die Schallkanone gab es in einem zweiten getrennten Set im folgenden Jahr 2012, wo die geonosianischen Kämpfer auch neue Flügel bekamen, und es war ein neu dunkelgrau-blauer Zombie dabei. Das sind jetzt die neuen, ausgereiften und erschwinglichen Figuren, die man für ein Diorama verwenden kann. 2013 gab es nochmals einen neueren, sehr aufwendig und detailliert gestalteten Kopf für den Anführer der Geonosianer, Erzherzog Poggle den Jüngeren, beim Duell auf Geonosis 75017. Bevor es am nächsten Freitag mit dem Angriff der Klonkrieger in der Arena von Geonosis weitergeht, müssen wir heute eine kurze Pause einlegen. Es ist nämlich schon wieder Freitag geworden und ich möchte das Video heute Abend wieder pünktlich um 19 Uhr hochladen. Ich bedanke mich bei euch allen, dass ihr heute dabei gewesen seid und wünsche euch noch ein wunderschönes Sommerwochenende. Die große Hitzewelle ist bei uns nämlich schon gebrochen und wir können uns auf normales, schönes Sommerwetter freuen. Ich freue mich sehr darauf, wenn ihr am nächsten Freitag beim zweiten Teil der Episode 2 wieder alle dabei seid. Auf Wiedersehen. Wer will altes Spielzeug sehen, der muss zum Spielzeugklassiker gehen. Der muss zum Spielzeugklassiker gehen. Playmo, Lego, alt und schön, ich freu mich auf ein Wiedersehen.